Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einem lauschigen Sonnenaufgang hier auf der McFarlane Ranch und zum Trollreport. Hello there. AT2BT holt den Goldstücken mit John Marston und Red Dead Redemption Teil 1. Und ohne viel Federlesen können wir direkt hier mal rüber stolzieren und schauen, was Bonnie noch so für uns zu tun hat. Women and Cattle. Frauen und Nutzvieh. Mr. Marston, I've been hearing about your plans. Have you, Miss McFarlane? Yes, from Lee Johnson, to settle here and build a life for yourself. I'm afraid those aren't my plans. See, I already have a life. Well, I had one, and I'm trying to reclaim it. Or maybe what you could say is that I had two, and I'm trying to end one of them so the other can survive. You do so love to talk in riddles, Mr. Marston. Do you do that, I wonder, as a substitute for having anything interesting to say? Probably, Miss McFarlane. Oh, call me Bonnie, you fool. Call me Bonnie. Miss McFarlane, I'm married. I have a son. I had a daughter, but she died. Years before that, I rode in a gang. We robbed banks, trains, held people ransom. We killed people we didn't like. Bill Williamson was in that gang. Now, if I don't capture my former brother in arms, great harm will befall my family. Now, I don't suppose any of this is very interesting to you, but I hope it explains why I wasn't so eager to talk about it. No, I do understand. I had no idea. You poor man. Even in this new country, memories don't really fade. My father was an illiterate Scot born on the boat into New York. He never saw his homeland, but to hear him talk about it, you'd imagine he only ever ate haggis and wore a kilt. And he hated the English for what they had done to his great-grandparents that he'd never met. People don't forget. Nothing gets forgiven. That's true, especially when it comes to money. And you know, even now, after all his labors, my father's debts are still terrible. I worry every day about us losing the ranch. It would kill him. My father died when I was 8 years old. His eyes were, well, let's just say he was blinded in a bar fight south of Chicago. My mother died during childbirth. She was a prostitute, and he was her... Well, I don't know what he was. So I was sent off to an orphanage and ran away and fell in with a gang. My word. What a difficult life you've lived. The leader of the gang taught me how to read, taught me how to see all that was good in the world. He was a great man in a way. But you killed people. Sure, and I've suffered for it. And that's the life I left, or tried to leave. Said too much, Bonnie. I'm an uneducated killer, sent here to do all I can do well. Kill a man in cold blood so that another man may do his part to cut crime in an area, and a rich man can be elected governor on the back of these promises. Civilization is a truly beautiful thing, Mr. Marston. Listen, can you help me? Well, I can try. What do you need, money? No, nothing so complicated. I need an extra hand to take out the herd to pasture. Sure. Point me in the right direction. Okay. Ich hatte nicht mehr in Erinnerung, dass John so zeitnah mit der Sprache rausrückt, aber jetzt wissen wir, was abgeht, ne? Wie er mit Bill Williamson zusammenhing, ist verheiratet, hat einen Sohn. Come on, Mr. Marston. Let's get these cows moving. All right, let's head over to the cow pen. It's about time a budding farmer such as yourself learned how to herd cattle. Thank you for telling me all that back there. It must have been hard for you. Hope you understand now why I've been playing my cards somewhat close to my chest. I didn't know you had a wife and child.
Then again, I don't think I ever asked. Whoa there. Okay. He's got it. Stampede. That's it. Ja, wir wären kein richtiger Cowboy, wenn wir nicht... Nice job, Mr. Marston. Herd the cows down the road. Pretend you know what you're doing. Come on, you dumb heifer. Ja, komm. Nicht trödeln hier, Elefantenlücke. Gib Gas, Betsy. Yeah. Ain't damn hard, is it? Look at the cowboy. This way. We need to take them out to the pasture. Oh, ich bin echt nicht gut. Go! Ah ja, jetzt bewegt sie sich. Okay, um sie in die rechte Richtung zu bewegen, müssen wir ein bisschen links von ihnen halten. Na gut, das macht Sinn. Oh, jetzt läuft's hier. Guck mal. Wie ein Profi. Ja, wie gesagt, war überrascht, dass doch so früh jetzt das schon kam, aber war mehr oder minder relativ früh eine Weise, wurde von der Gang aufgenommen. Keep going, Mr. Marston. Good. Now we need to move this entire herd out to the far pasture for grazing. Auf zum alten Eichenbaum. Und jetzt versucht er aber sein altes Outlaw-Leben. Keep sweeping behind them. That way they'll stay together. Barney's gonna love this. Whoa, watch for the runner. He's just showing off now. Let's go! Digga, nicht wieder in die Weg hier. Mr. Marston, Du darfst mich gerne anfeuern, aber reit mir nicht in meinen Weg, Junge. keep it moving. That's a big herd for your first time. Ey, wo bist du hin? Keep 'em tight now. You're not bad with the herd. Ranching might be your true calling, Mr. Marston. Either that, or you were a cow in a past life. Thank you, Miss McFarland. I'll see you later. I have work to do back at the ranch. Let's hit it. Ja, auch das ist eine Tätigkeit, der wir nachgehen können. Also Cowboy im wahrsten Sinne des Wortes, da kommt ja der Begriff auch. Ein bisschen Honor. Ja, was wäre aus dem Gespräch? Es ist echt schwierig. Ich kann kaum, wenn wir eine Missionseinstiegs-Cutscene haben, kann ich kaum mal so ein bisschen breiter das Ganze zusammenfassen. Weil erfreulicherweise halt viel Banter geht. Was wir auch mitbekommen haben, also können jetzt eine grobe Idee, was John Marston versucht. Also er wurde ausgeschickt, um halt Bill Williamson zu erledigen, seinen alten Kameraden. Weil wenn er das nicht macht, dann kriegt seine Familie Probleme. Was ist das da für ein grünes Dingi? So, das ist mein Schlafteilchen. Okay. Nee, schlafen brauchen wir jetzt noch nicht. Streng genommen. Hat John jetzt schon wieder seit 2 Nächten nicht geschlafen, glaube ich. Aber er wird es uns wissen lassen, wenn es ihn stört. Ich erinnere mich noch ziemlich genau daran, damals, als ich das Spiel gespielt habe, war ich, nachdem am Anfang ja auch John selbst scheinbar so ein bisschen ein Geheimnis darum macht, was es denn mit seiner Vergangenheit auf sich hat und so, war ich fast ein bisschen enttäuscht, dass das so quasi in Hauptmission Nummer 3 so einfach aufgelöst wird. Aber am Ende des Tages ist es nicht das, worum es bei Red Dead Redemption geht. Also es ist keine What's going on, who was I Story, sondern naja. Wilde Pferde, gezähmte Passionen. Well, hello, Mr. Marston. How are you? Fine, thank you. How are you? I'm fine, thank you. Did you meet my father? John Marston, this is my father, Drew McFarland. Pleasure to meet you, Mr. Marston. Please. So, my daughter informs me that you're here on some secret mission to remove some undesirables from the county. Something like that. I'm grateful for the hospitality, sir. Well, you know, we've lived here for 30 years now. Came here from the east. The land had never been settled. For 10 years, we fought the Indians. Tough men. Then we had outlaws,
And we had drought. We had smallpox. Terrible winters. Cholera. I buried more of my children than I raised. Sorry to hear that, sir. I've seen strong men wither and die under that unforgiving sun. That whole herds of cattle take sick and die. But I've never once doubted my life here. No, sir. When I hear about this so-called federal government sending out agents to covertly murder and control people, then I start to worry. I mean, yeah, all right, Williamson is a menace, and men like him are the plague. But isn't a government agent a worse menace? And all that symbolizes, I mean. You may be right, sir. Well, you're a brave man. You're always gonna be welcome here. But you tell your friends out east that we don't want to live like that out here. That sneaking around and spying and secret missions. Huh? It's preposterous. Trust me, sir. I agree with you. Good. Good. Well, we won't insult you any further. Come on, Bonnie, we got things to do. Mr. Marston, do you want to join us? It's Daddy's favorite pastime. Apart from political discourse, that is. What is? Breaking in horses. Come on. I hear you're a pretty decent rider. For a city dweller, that is. Ja. Ein bisschen das Klischee, ne? Landbevölkerung, die mal einen flotten Spruch haben für Damn City Boys. You're gonna need this, Mr. Marston. Yes, da haben wir unser Lasso. Right, now you got some rope on your belt. Let's see if we can't wrangle some horses. Ich muss gestehen, das Lasso war einer der Gründe, warum ich jetzt erstmal die Bonnie-Mission machen wollte. Irgendwann kriegen wir das Lasso. What are you waiting for? Those horses won't hang around for long. Ist aber auch was ungeduldig. Ja. Eine junge Dame mit Feuer im Blut. Was will sie machen? Come on! You sure have some interesting theories on what the government's doing, sir. They ain't theories, Mr. Marston. I saw the telegram Marshall got from Blackwater. It ain't exactly a state secret who sent you. Well, is he wrong? I saw those men from the train. The government can go to hell if you ask me. Those sons of bitches would steal a coin off a dead man's eyes. Mr. Marston! He's right. Now, I don't know much about politics, Please, Paul, can we just enjoy but I the know ride? we're only as free as they say we are. Power's like a drink. The more you have, the more you want. And there's few men who can handle it. There's certain things in this country a woman could do much better, if you ask me. I ain't gonna argue with that, Miss McFarland. There's the horses! Get that lasso ready! Rope one! We'll bring it down together. Alright. Wir lassoen jetzt ein wildes Pferd. You gonna use that rope or not? Ja, ja. Erstmal nah ran hier. Komm, Gasolina. Du bist der Auserwählte. That's it. Keep a hold of it now. Hey. All right, boy. Now see if you can break it. This one ain't going nowhere. Okay, dann steigen wir mal ab. That's it. Now hold on to it. Try not to Hold me Come down! on, cowboy. Nearly there. Show me what you got, boy. You'll have this in no time! Come Okay, on, let's go. okay. Ja. Slow down. Easy. Oh, ich brauche noch. Fine now. Komm on, That's it! jetzt Don't give up! haben wir es bald. You're doing fine! Steady. You were a wild. Na bitte. Look at that. We'll make a cowboy out of you yet. Jetzt steigen wir auf mein Let me Pferd. take it from here. You get back on your own horse. Whew. I think that's enough activity for an old-timer like me. I'll take this one back to the ranch. See you later. Come on, Mr. Marston! Let's rope another one! Come on. Dann haben wir uns noch eins. Come den on! Dreh rope offensichtlich one aus. of them.
Da hatte ich damals beim ersten Mal spielen echt Probleme, bis ich das mit dem Balance halten gerafft habe. Oh, die weiße Schönheit hier. Komm. Slow down. Come on. Right. Jump on him, break him in. I got a hold on him. Und ab geht's. Kid, lead with him. I got you now. Whoa there. Almost got you. It's all right. Komm, First Try. Wir kriegen's nochmal hin. Come on. Ach, eine Anzeige wäre super. You got So. him eating out of your hand. Nice work. I think that'll do it for today. Let's get back to the ranch. Nicht weglaufen, Mausi. Komm. Yeah. Go. Und ab geht's. Ja, das ist doch mal erfolgreich hier. Ich bin positiv gestimmt. Ich bin davon ausgegangen. I like your father. I'm glad. He's quite a character. You have a good life here. The life I want. For me and my family, I mean. We don't have a lot anymore. You have enough. It's one that gets so many folks in trouble. It'll sap your spirit and make you poor. But it's straight. And it's decent. There's no better night's sleep than after an honest day's work. It's no wonder you look so tired then. Some deck must be shy of Joker, Miss McFarland. Who'd have thought you'd be such a natural at busting Broncos? That was fun. I think you could be a fine rancher one day. If you can bear to stop killing people for a living. Sure. Giddy up! Well done, Mr. Marston. These are fine horses. Hey, Bonnie. Amos was saying some horses been spotted somewhere outside of Armadillo. Let's go, Mr. Marston. We can really do with those horses. Come on, Mr. Marston. Let's head for Armadillo. Okay. Noch Ja. mehr. You never did tell me why you were never married. Aside from the snobbery, that is. You sure ask a lot. I'm just surprised, that's all. You must have been quite a catch. The fact that you're talking in the past says it all. No, that's not what I mean. You must have had some suitors, that's all I'm saying. Some, I suppose. Here and there. A ranch in the middle of Hennigan's Stead ain't really the place to find a husband. Amos, he's a little, well, you know, countrified. Where'd you get your airs and graces, Miss McFarland? From a couple of cheap governesses Pa hired to save us from being savages. I'd like to talk about more than just cattle and chickens sometimes, that's all. And after my brother left, it was up to me to become the man of the ranch. He'd never admit it, but my pa's a lot frailer than he looks. You're worth two of any man I know, miss. I'll try to take that as a compliment. Na, sie Bonten. In many ways, my wife is kind of like you, Miss McFarland. Is that so? She's always been a woman in a man's world. You don't talk about her very much. It's kind of painful, but she's never far from my thoughts. Looks like the ranch hand's up ahead. Na, Verstärkung für uns. Let's drive them up the canyon, where it narrows. We'll trap them there. Okay, das heißt, diesmal werden wir die Pferde nicht einfach so einzeln mit dem Lasso abzwacken. Wir müssen erstmal wieder die Herde hier ein bisschen treiben. Wait for my signal, and don't let those horses out of your sight. I'll see you there, miss. Ja. Schön Adi. Ey, nicht abhauen hier, Freundchen. Freundchen. So, nämlich. Togetherness. Let's go. Ihr seid doch Freunde, ihr müsst zusammenhalten.
Leichte Unsicherheit in der Maulwurf-Kompanie. Wer baut denn da auch so einen blöden Stein hin? Come on. Ach Gott, hier ist ein einziges Chaos. Freunde, was hängt ihr da hinten an den Steinen? Kommt. Kommt, macht. Machtet. Machet, Louis. Du auch. Nicht am Stein hängen. Komm. Hey, nicht rammen. Ah, das Cowboy-Leben ist hart. Gott. Entwickelt sich zu meinen Erzfeinden. Steine. Looks like we got the lot of them. What magnificent animals they are. Hey, the stallion's getting away. Chase him down and bring him back. Go on, don't let him get away. Ja. Mal durchlassen, bitte. Yeah. Don't make this complicated. Come on. Horsey, horsey, horse. Komm. Kameradenschwein. Lässt du deine Freundpferde einfach da hinten stehen, oder was? Das ist so Türmen. Come on. Ja, zu weit weg, damit. Ja. Ja. Calm down now. Und weiter geht's mit dem Gehübbel. Nearly there. Whoa there. Relax now. Nearly there. Easy there. Fuck, ich wusste es. Na, nicht ausschlagen. Let's go. Fuck. Come on, easy up there. Schnell genug dran. Komm. Ja, auf ein neues. Relax. Nein! Oh, ich hasse es. Komm, John, jetzt nicht rumbabbeln hier. Wir kriegen das noch hin. Oh, direkt neben dem Kaktus. Das ist auch unangenehm. Die ganze Zeit. Ja. Aber aus einem anderen Grund, als ich es gedacht hätte. Ich sehe nicht. Kaktus. Verwirrt die Kamera doch bitte nicht. Alter, aber warum denn? Was habe ich denn nur schon wieder falsch gemacht? Ich hasse es. Okay? Not a fan. Ich habe genau gesehen, er saß eigentlich noch ganz gut drauf.
Letzte Chance, dann mache ich dich zu einer schönen Salami. Komm bitte. Nein, warum? Aber was hab ich denn? Dann habe ich den falsch gemacht. Stallion. So viel zum Thema Cowboy-Leben. Ich freue mich schon, wenn ich einfach wieder runterladen kann. I don't get it. Irgendwann muss doch auch das Viech mal fertig sein. Well, my granddaddy jumped up from his table, finished his jug, and he got up to that mine just as lickety-darn split as he could. Es ist nicht zu fassen. Shovel, feed the dogs, brush his teeth, clean the john, and give his horse one final rub down. 'Cause a cowboy's life ain't easy, and a cowboy's life is hard. You can take him from the saddle, but he'll be forever scarred. But my grandpa was a man in love. All Dolores is very dove, and he told her that he loved her with every... Gott sei es gedankt, ey. Okay, ich habe jetzt einfach mal angefangen, random am Stick rumzurühren. Komm, Gaul. Nehmt mir dieses Viech weg. Das kann sonst nicht für seine Sicherheit garantieren. Thanks for your help today, Mr. Marston. We got some fine horses. Und ein Arschloch. You know, why don't you keep that stallion as your own, as a thank you from all of us? Thank you, ma'am. He's a fine animal. Er wird eine noch bessere Bifi abgeben. Okay. Unsere Ehrenhaftigkeit ist jetzt schon auf dem Niveau Honest Joe. Ehrlicher Ernst. Okay. Man bemerkt meine ehrenhaften Handlungen. Jobs in der Stadt geben jetzt doppelte Bezahlung. Good to know. Was ein Abenteuer. Jetzt müssen wir noch ein bisschen was anderes machen hier als... Das ist wirklich hart verdientes Lasso. Map, please. Armadillo. Bonnie McFarlane. Machen wir mal bei Bonnie erstmal weiter. Okay, also klar, Red Dead Redemption 2. Spiel, was ja dann auch irgendwie 10 Jahre nach dem ersten Teil rauskam, oder was? Ne, 8 Jahre muss es sein. Ich glaube 2010 könnte gut sein, dass Red Dead da rauskam. Was ist da drüben los? Oh, ja, okay. Ne? Ja, gern geschehen. 4 Cent. Und wir können den Kojoten häuten. Juicy. Kojote-Fleisch. Ey. Again, Peter does not approve. Er hat mich angegriffen, ihr habt es genau gesehen. Er kam direkt auf mich zu. Ach ja, das ist eine Kiste, die wir natürlich machen können. Jägerlock. Indem wir einen fliegenden Vogel angeschossen haben.
haben wir den ersten Rang in der Scharfschützen-Challenge erhalten. This is nasty. Wartet nicht alle die Freunde. Egal, was man schießt, muss man auch nutzen. Einfach nur zum Spaß hier irgendwas vom Himmel holen geht gar nicht. Oh nein. Auch noch ein Falke. So, wie nenne ich dich denn, jetzt wo wir zwei zusammen unterwegs sind? Du besonders willensstarker Hengst. Schindmeere? Drecksgaul? Ich nenne dich einfach Bifi. Was ist das da oben jetzt schon wieder? Ein Fragezeichen, das ist ein Fragezeichen. Da kommt man von Hundertsten ins Tausendste, nicht? Ja, stell dich mal dahin, Bifi. Well, howdy. Howdy. Excuse me, friend. Mind if I rest up at your camp a spell? Well, it'd be my pleasure. Man needs a break from this desiccated land. Thank you, mister. Say, what's that stick you got there? Oh. Y'all ain't never seen a dowsing rod before, mister? Never seen a man summon the water up from the bare earth? Mr. Marston. Ah. No, can't say I have. It's water you're looking for. What's wrong with that lake over there? Oh, there ain't nothing wrong with Lake Don Julio. Nothing wrong with it, but we lack the fancy irrigation equipment you folks have back east, so... Man needs a wellspring on his property to ranch here. Makes sense. Yeah. Why, you know, just last week, I was over at Old Pleasant's house. Now, I think I may have found something, but... Old coot that owns the place threatened to call the law down on me, so... People act funny around strange men with sticks. They sure do. Damn fools. Bet you he don't even know how much water's running underneath his property. You want me to tell him? You know what? You ain't that stupid, mister. And I can tell. I'll tell you what. Why don't you go get the old man to sell us his property for a small pittance? Then I can find the source of the water, build us a proper wellspring. Maybe I will. Well, all right then. Okay. Pleasants Haus. Nordwestlich von Armadillo. Das können wir ja jederzeit machen. Einsammeln ist okay. Hier diese Stranger Sidequests. Aber wir haben einen Plan. Und der Plan besagt, wir gehen zu Bonnie. Mensch, da ist aber was unterwegs auf den Straßen heute. Howdy. What? Achso, Kojotenjagd. Good luck and have fun, buddies. Das ist wieder das Stagecoach. Langsam lerne ich die ganze Zeichen auf der Minimap. Hallo Hund. A tempest looms. Ein Sturm droht. Come on, let's go! Get him in there! Come on! Amos! Hey, miss, I got most of the horses secure and the chicken. Well, thank you, Amos, but it's the herd I'm worried about. I know, they're scattered all over the valley and beyond. The weather is coming in real fast. So what do you suggest, Amos? We leave the herd out there to be scattered by the storm and ourselves left here to die without a livelihood? Can I help? No, miss. If the men get caught out in that storm, they're gonna die. And if we lose our herd, we'll all die, you stupid man. Doesn't sound like we're left with much of a choice then. Come on, Amos. Round up your men. Let's get the herd. Dang. Oh, diggity dang. Nicht rumheulen, arbeiten jetzt. Come on, boys. Let's get going before the weather gets any worse. That sky don't look good. I'm starting to think somebody up there's conspiring against me. Are you a religious man? Not in any real sense. Sometimes I tell myself things happen for a reason. Like what brought me here was fate come a-calling. But nobody made my path for me. We all need to look for answers somewhere. Some in big old books,
Others in big old bottles of whiskey. Believing in some kind of divine purpose ain't gonna give me my wife and kid back. Past is who we are, Miss McFarland. There ain't no changing that. Faith is a luxury I can't afford. We have 2 herds out grazing in different pastures. We'll need to merge them and bring them all back. I think we can handle that. The cows get real ornery in bad weather. It's more work, but I'll show you how to deal with them. It's gonna be difficult to talk in this weather. Stay close. We don't want to lose each other. Can do. Der X-Knopf ist hart durchgedrückt. Let's take them over to the other herd. We'll try to drive them all back to the ranch together. Let's go. This is getting nasty. It's getting harder to see anything. Hey. Move it. Move your arse. Ja, ich sammle hier Viecher ein. Beruhige dich bitte. Na, what are we doing here? What is happening? Komm. Ja, Ausreißer einsammeln. Das überlassen wir normalerweise den Statistikern. Okay, das ist jetzt scheiße. Wenn sie den Lemming geben, dann... Ach, fuck, ich bin ein Depp. Scheiße. Komm, Horsey Horse. Nein. Auch ihr Kackteile. Oh Gott. Weil ich auch sehr dumm war. Retry from Checkpoint, please. Da hätte ich wirklich nicht mein Pferd überbeanspruchen dürfen. Ist aber tatsächlich sehr cool, wie sie... Oh my God, they're running for the cliff. Wie sie es hinkriegen, irgendwie einen echt Action Bedrohungsszenario aufzubauen, ohne dass hier geballert werden muss. Das ist schon... Ja. Hey. Freunde. Die letzte blöde Kuh muss natürlich auch... Ja, also ich war schon vor ihnen, aber schwierig. Ich muss sie abdrängen. Auf ein neues. Do something. They're heading for the cliff. I know. Oh, Freunde. Ah, guck mal. Nach und nach verlieren die quasi ihre Panik. Auch wisst ihr, wenn ihr unbedingt wollt, dann fuck you. Naja, kein Mega-Win, aber es reicht scheinbar. Und was bei dir hier? Zurück zur Herde, du Knulch. Good work. I thought we'd lose them all. Let's round up the rest. Yo, yo. Warum sind es jetzt nur noch 14?
war noch mal bei 17, verdammt. Komm, Gas. Machet. Ah. Wir buttern jetzt wieder zu. Verstehe. Ja, das Leben eines Cowboys ist nicht leicht. Vor allen Dingen, wenn die Kühe dumm und das Wetter scheiße ist. Freunde, was macht ihr da? Mann, Alter. Togetherness jetzt. Dann wenigstens mein Pferd ist loyal. Mann. Come on, Mr. Martin. Don't let him get the better of you. Machet. Susi. Na, Freundchen? Falsche Abfahrt genommen oder was ist los? Machet. Komm. They are getting more ornery in stores. Das hat Bonnie angekündigt. Werden aufgebracht. Oh, Freunde. Jawohl. Ich sehe doch. I see you. Don't do this. Komm, renn in die Bude jetzt. Freundchen? Was habe ich gesagt? Bin da. You saved the herd back there. You might make a decent rancher one day. Thank you, Mr. McFarland. Wie gesagt, war kein 100%, aber... Ja. Wir haben unser Bestes gegeben. Okay. Wir können neue Waffen kaufen. Sollten wir vielleicht auch mal in Angriff nehmen, die Aktion. Wir haben inzwischen ein bisschen Cash zusammengesammelt. Während ich jetzt mal, da es jetzt offensichtlich bei Bonnie erstmal keine neuen Aufträge gibt, jetzt nochmal rüberreite zu Marshall. War jetzt nicht so, dass es mich schon schwer frustriert hätte, aber was ich interessant finde, was wiederum auch wieder ein bisschen was über das Spiel aussagt. Ja, jetzt hört der Sturm auf. Scheißwetter, sag ich ja. Das ist ein hinterfotziges. Ich habe tatsächlich häufiger gelesen, dass der Anfang von Red Dead Redemption durch diese Missionen hier auf der McFarlane Ranch, ja, manch einen erstmal ein bisschen irritiert haben oder vereinzelt sogar abgestoßen haben, weil du gehst dann natürlich in Red Dead Redemption rein, denkst du, boah, hier, guck mal, ein schönes Western-Spiel, ich bin der krasse Cowboy und mach derbe Scheiße. Ja, da bist du erstmal dabei, irgendwie 20 Mal vom unwilligen Hengst zu fliegen und anschließend bist du dann erstmal ein paar Runden damit beschäftigt, irgendwie die lustige Lemming-Kuhherde davon abzuhalten, sich in die nächste, erstbeste Schlucht irgendwie wegzuexen. So nach dem Motto, okay, das habe ich mir jetzt aber anders vorgestellt. Streng genommen ist es einerseits aber natürlich, ne, auch irgendwie realistisch, oder? Der Wilde Westen war halt nicht ausschließlich nur irgendwie rumballern. Und vermutlich sogar wesentlich weniger, als man so in der allgemeinen Folklore und Popkultur irgendwie so mitnimmt. Und dann ich muss mal kurz ein... Was haben wir denn hier jetzt? Water and Honesty. Achso, ja, das ist, die Stranger-Mission, die wir bekommen hatten, richtig. Sondern,
erfüllt natürlich auch einen bestimmten Zweck. Das haben Bonnie und John ja vorher auch schon ausverhandelt, ne? Genau dieses Leben, von dem Bonnie und auch ihr Vater ja mehrfach darauf hingewiesen haben, dass es ein wenig ruhmreiches, oft auch echt anstrengend und scheiße frustrierendes Leben ist. Das ist ja genau das, was John eigentlich haben möchte. Das ist ja sozusagen sein Zweitleben, was er sich mit der Tour hierhin und mit der Jagd auf Bill Williamson quasi verdienen möchte. Er ist seit 3 Jahren selbst dabei zu versuchen, vom Outlaw zum Rancher zu werden. Und das ist halt nicht ganz geil. Das ist nicht glorios, das ist nicht Firefight und Action und Adrenalin, sondern ja, viel harte Arbeit und Frustration. Und dass sie einen das per Mission dann am Anfang erstmal spüren lassen, was das denn eigentlich bedeutet. Was ist das, worauf John hier eigentlich gerade dann hinausarbeitet? Ist, glaube ich, ein Punkt, der nicht ganz von ungefähr kommt. Könnte man jetzt sagen, okay, vielleicht interpretiere ich da auch ein bisschen über, aber es ist doch schon auffällig. Und so viel kann ich schon mal spoilern. So eine Mission werden wir nicht mehr allzu häufig machen. Und auf keinen Fall so geballt wie jetzt am Anfang. Und wie das so grob funktioniert? Was ist denn nun wieder? Was ist hier los? Yeah, no you won't. Fuck. Nein. Spacken, Alter. Ach, ich hab zu lange... Ich dachte, Mann... Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Mann, ich hätte sie doch einfach... Ach, ist das scheiße. Kann ich ja überhaupt gar nicht haben. Frage ist, was können wir jetzt mit dem Vogel machen hier, den Drecksack? Wenn wir natürlich einfach in den Kopf schießen und wahrscheinlich wäre es auch gerechtfertigt. Können ihn auch irgendwie nach Bad Klein aufs Gleis legen. Auch da stünde mir der Sinn nach. Mann, Mann, Mann. Ich dachte, ich krieg irgendwie die Chance zu sagen, hey, geh weg von ihr oder so. Als ich dann realisiert habe, das geht nicht. Ich habe das Lasso ausgewählt, aber dann war er schon... Ach, Mann. Scheiße, sollen die wütenden Leute den hier irgendwie platt machen. Arschloch. Weißt du was? Warum nicht? Kann ich nicht mal treten. Würde ich gern treten. Naja, sollen wir anders abholen. Bringt ja jetzt nichts. Ärgerlich. So viel zum Thema glorioses Leben. Jeb Murphy don't put his name to a gun he don't believe in, Brat. Hey, partner. You surely won't regret a purchase. Bandolier? Was soll das? Verdoppelt die Ammo Capacity. Krasse Meile. 125 nur. Vulkanpistole. Doppelbarrel Shotgun. Ein Büffel Rifle kriegen wir noch nicht. Winchester Repeater ist zu teuer. Yeah. Vulkanpistole. Oder Model. Lever Action Pistole. Wäre auf jeden Fall besser als der, den wir schon haben, ne? Fuck it, nehmen wir. Bam. Das ist unser Arsenal aufpumpen hier. We'll be back. Okay, Weapons. Vulkanpistole, ja. Sehr schön. Wollen wir gleich mal ausprobieren hier, Keule? Na? Liegst du gut? Schweinemensch. Undertaker. Na, gucken wir mal beim Marshall vielleicht. Das ist der Hauptgrund, warum ich jetzt nicht mal probiert habe. Ich glaube, es geht auch nicht, dass ich einfach random Typen, nachdem quasi die Quest in Anführungszeichen schon durch ist, dahin bringe. Weil ich hätte ihn ja eh nicht reinbringen können, weil wir dann jetzt eine Mission kriegen. Hello? It's Armadillo 731. What is it with these things? Hello? It's a new line.
Hello? Hello? Sounds fun. What's happening? I have no idea. If it's important, they'll send someone down like they did with you. Suddenly, the world is full of theys. Yeah. I remember when we first got here. We used to consider people from Dade County to be exotic. Now guys can get here from the Midwest, and they can do it in 6 days. Things have changed. They've gotten away from me. Hello? I don't understand it no more, boy. Honest to goodness. I'm not sure I do. Marshal! 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 I just been up in the canyon, spying like you said. I think I seen me a couple of them rustlers. I think it was the Ballard twins and a couple of Mexicans. They up there right now? Well, it was a group of 4 men rounding up Mr. Gulch's livestock, and none of them looked like any of Gulch's hands, so yes, sir, right now. That sarcasm's most unbecoming, Eli. It's gonna hold you back in life, even worse than your lazy eye. All right, let's go. You ride with us again, Marston? Will you help me? I will try. It'd be my pleasure. Wieder schöner Shot auf random Typ da im Knast. Rustlers, Viehdiebe, ne? Auch das gehört natürlich zu einer vernünftigen Wild-West-Story. Genauso wie Tumbleweed. How long you been working for the government, Marston? I don't work for the government. Well, I got a telegram from some federal clowns in Blackwater that says otherwise. Are you some kind of vigilante? You don't look like no government, boy. I guess it's complicated. I came because it was made impossible for me not to. You sure are a tight-lipped son of a bitch, mister. I guess I am. I ain't gonna dig this hole no deeper. Ain't you all proud and superior? Don't forget you need us more than we need you. Bill Williamson folded you up like an empty purse the last time, if I remember correctly. Simmer down, Jonah. Listen to your boss, Jonah. There's a good boy. Otherwise, I'll put a hole in your hillbilly head and watch your tiny brain drain out. Oh, mal eine klare Ansage. I'll be honest with you, Marston. I ain't for all this government interference. Believe me, Marshal, neither am I. I try to keep the federal boys happy. I mean, we need all the help we can get. But what does a flannel-mouthed city boy who's never forked a bale of hay in his life know about a state like New Austin? Nothing, I reckon. All this manifest destiny hogwash, taming a wild land. We're nearly there. Keep your eyes out for the bollards. Ooh, now. All right, leave the horses here and follow me. Let's move up the canyon towards the fort. Ja, dann machen wir das. Komm, laufen jetzt. Be ready, boys. We're probably gonna be outnumbered. And those bastards ain't short on firepower, neither. Let's see how many there are. If we can take them alive, good. If not, smoke the sons of bitches. Music to my ears, Marshal. Yeehaw! Rustlers, find some cover. Oh my good God. I'm giving you one last chance to put your hands in the air. Go home, buddy! I'm gonna beat the lot. You boys take the left fork. I'm going this way. Marston, you can tag along with me or join the deputies. What the hell? Scheiß auf die Deputies. Let's go, Marston. Get a move on. Come on then, Marston. Just make sure you don't slow me down. Das wird nicht das Problem sein, Bruder. Gehe ich sehr stark von aus. Eyes up, boy. Behind that rock. Christ alive. Sie haben original den Wilhelm Scream eingebaut. Wie geil. You better surrender. You hear? You ain't gonna win this! Sehr cool. Ja, auch das gehört natürlich zu den Italo-Western absolut dazu.
Der gute Wilhelm-Scream. Und nicht nur Italo-Western, auch, Hallöchen, du stehst ja noch, das ist ja nett. Looks like we got him. Let's move on. Stick with me. Come on. The deputies are making some ground over there. Ja, geht ab bei denen. Na gut. Over there. Watch out. More of the bastards. Put down your guns and surrender. Help me out here, will you? Ja, bin doch schon dabei. Into that camp. Blast them, boy. Wir können ja mal nacherzählen, wie viele Kugeln von uns jeweils ihr Ziel getroffen haben, ne? Surrender, or I'll kill you all. We got one. Schön, dass du es anerkennst. Oh nein, mein treues Pferd. Na komm, jetzt rollen wir mal hier den Vulkanrevolver aus. Feierabend hier. Let's push it. Watch out. Looks like there's a couple of snipers over there. Ew. Look out. There are them snipers. Come on. Let's get these sons of bitches. Ah, fuck. Okay. Tell the ballers to give themselves up, or we'll kill every last one of you. There's the bastard. Come on, let's get to the rest of the boys. Oh, das ist jetzt immer noch nicht, oder was? Die sind aber ausdauernd. Stop shooting at me! Oh, fuck. Ja. Das vergesse ich hier aber. Schon mal nachladen. Don't try to be something you're not! Ja, like alive, for example. This looks as good a spot as any. Gather around and listen up. Let's try to sneak up on them. The closer we are, the less chance they have of making a run for it. Okay. Sneak. Können wir direkt weiter sneaken? Come on. Let him have it. Watch out for the hostages. I'm giving you one last chance to put your hands in the air. And wave him like you just don't care. You better surrender. You hear? Ja, Sniper Position. For Christ's sake. That's enough, my friend! Ja. Scheiße, sind so weit weg. Okay. Kein Problem. Mit dem einen Hillbilly werden ja die Deputies hoffentlich fertig werden. Ja. Oh, fuck. Au. Ja. Au. Jetzt ist auch noch der Bulle pissig auf mich, oder was? Thanks, Marshal. We're indebted to you with our lives. Just get them cattle back safe. All right. Oh, thank you. Oh, thank you so much. Thank you. Well done, Mr. Marston.
Yes, well done. Now, about Williamson. I'll do what I can. You know, as you can see, this country is infested with all manner of scum. Say that again. Well, one other thing, Marston. Mr. Johnson, sir. It's Mr. Wes Dickens. He's missing. Who? Mr. Wes Dickens, the tonics merchant. He was due in town last week. Oh, the narcotic and bat piss salesman who cons housewives out of their money with promises of eternal youth. Yes, him, but I think you're being a little unfair. He's helped a great many of the county, and many of the townsfolk are really missing him. You hear that, Marston? We just butchered a gang of thieves, and the town is up in arms about a missing snake oil merchant. I am so glad to be serving such a wise and respectable people. Come on, Eli. Ja, und auch der Schlangenölverkäufer gehört natürlich dazu, ne? Wir sehen schon relativ früh im Spiel, das Spiel bedient tatsächlich alle Tropes, die man erwarten würde. Aber macht halt dann wenigstens auch interessante Dinge damit. Also, ob die interessant sind oder nicht, kann natürlich jeder für sich selbst entscheiden, aber... Lucky Star. Komm. $13. Was ist denn W? Wes Dickens oder was? Mehr Kisten. Ach, damit kann man nach hinten gucken. Sehr gut. Fürth. Ach, da unten kommt er ja. Sag mal, was ist eigentlich aus Bifi geworden? Wir müssen mal in einem Stall vorbeigucken. Also entweder hat sich das jetzt schon wieder mit Bifi, wir haben ihn von der erstbesten Cutscene gerissen bekommen. Ja gut, das war jetzt nicht so schlau. Sorry. Nigel Wes Dickens. Ah ja. Schau an. Ja, eins, was ich jetzt während der Brennerei deprimierend festgestellt habe, hätte ich mir eigentlich auch denken können. Der Vulkanrevolver nimmt natürlich nicht dieselbe Munition wie unser Six-Shooter, der Cattleman-Revolver. Wenn wir den jetzt in der ersten Zeit zumindest nutzen wollen, werde ich wohl doch meinen eigenen Hut fressen müssen und gegebenenfalls Munition kaufen. So viel zum Thema, ich glaube in der letzten Folge war das, ne? Ich habe noch nie Munition gekauft. Ich hatte mir damals aber auch nicht so früh irgendwelche Sonderwaffen gekauft, ne? Für den Moment tun's Cattleman und Repetiergewehr eigentlich auch locker ist. Naja. Was hat denn da schon wieder rumgeballert? Es ist... How good are you with iron? I bet you can't beat Ira Shelton in shooting. I'll bet you money. Challenge $14, warum nicht? How can I refuse a challenge like that? Okay. Get down here. Na dann. Need more birds. Keep practicing. You'll get there eventually. I win. Ain't that something? All right, here's your winnings. Tja. Red Dead hat halt die gute Art von Open World. Es gibt streng genommen immer was zu tun. Und zwar nicht in Form von irgendwelchen gammligen Collectible Items, die auf die Karte gematscht sind. Sondern eigentlich fast immer, während wir hier so durch die Prärie reiten, treffen wir entweder auf Zufallsbegegnungen, irgendwer wird ausgeraubt oder sonst irgendwas, oder halt Stranger oder so Spontan-Challenges wie die gerade. Und natürlich kann ich mich locker auch dazu entscheiden, solche Sachen einfach komplett zu ignorieren, aber es geht ja fix und wir sind gut. Also John Marston ist gut. Okay.
Schon wieder die falsche Abfahrt genommen. Ah, ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich. Ah ja, hier geht's runter. Wow, das war... Maus? Was? Und jetzt zieh... Ah, das Pferd ist da... Ich wollte doch nur gucken, ob ich ihm aufhelfen kann. Ich muss zu meiner Verteidigung sagen... Okay, nachdem dein Mount verloren gegangen ist, musst du warten, bis du ein weiteres herbeirufen kannst. Fuck it. Ja, falls ihr euch fragt, was denn bei mir nur kaputt ist. Erst reite ich mein armes Pferd zu Schand. Und dann häute ich es noch direkt, weil fuck it, warum nicht? Ist ja auch nur das treueste Pferd, was man sich hätte vorstellen können. Mein Mikro, also der Plopschutz von dem Mikro, hängt so ein bisschen in meiner Sichtlinie zur Beamer-Leinwand. Genauer gesagt, genau da, wo immer die Action-Prompts auftauchen. Ich habe nur gesehen, vielleicht kann ich die retten oder... What the? Er weiß, wer wir sind. Marston. Oh, sehr geil, dass wir den hier treffen. Schönen guten Tag, Mann mit Hut. Hello, John. John Marston. Do I know you? I hope so. I seem to know you. I'm pretty good at remembering faces. Are you? Do you remember Hattie McCourt's face? Who? She was a girl Dutch Vanderlyn shot in the head on that raid on the ferry a few years back. Same one you got shot on. Pretty girl, until her eye was hanging out by a thread of tendon and her brain was plastered over a wall. Not really. Then why would you remember me, friend? You've forgotten far more important people than me. What's your game, friend? I don't have a game, John. Listen, sometimes I just wish I'd known more about life. Wish I'd had better guidance. A friend of mine is drunk as a skunk in the saloon on Thieves' Landing. I think he's gonna be unfaithful to his dear wife. Why don't you head over there and see if you can advise him how best to proceed? What do you think I am? I know what you are, John. Just if you've got the time, friend. Off you go now. You'll see me again. Don't worry about that. Ja, dich wiedersehen, mach dir da mal keine Sorgen. What are you waiting for? Don't tell me you've gone soft in your old age. Der Strange Man. Ja, sehr cool. Ist eine Zufallsbegegnung, die aber... Bifi, bist du's? Oder? Ich glaube, es ist Bifi. Fuck, ich bin so ein derber Depp. Jetzt haben wir den Warhorse-Check eingelöst. Naja, gut. Glück im Unglück sozusagen. Wie gesagt, eine Zufallsbegegnung, optional, wie wir es gesehen haben, hätten wir nicht hingehen müssen. Ich bin aber sehr, sehr froh. Und den Namen, ich wollte gerade sagen, den Namen, den wir gerade gehört haben, den sollten wir uns merken. Ich habe ihn jetzt schon wieder halb vergessen. Also Heidi McCourt? Auf jeden Fall die Dame, von der der Strange Man gesprochen hat, ne? Ich denke mal, ergibt sich von selbst, ist nicht ganz unrelevant, diese Dame. Wurde bei einem Überfall von Dutch van der Linde erschossen. Derselbe Überfall auf derselben Fähre, wo John Marston ebenfalls angeschossen wurde. Haben wir wieder den Namen, ne? Dutch van der Linde. Beziehungsweise bisher haben wir ihn ja als Dutch kennengelernt. Sehr, sehr schön. Die Begegnung mit dem Strange Man war tatsächlich die einzige, wo ich tatsächlich am Überlegen war,
in dem Wiki nachzuschauen und uns nachzugoogeln. Ach, Freunde. Der Rest von den Viecher hat es verstanden. Sehr gut. Ja, die Strange Man-Begegnung, das ist tatsächlich nicht die einzige und die würde ich auf jeden Fall mitnehmen wollen. Wie gesagt, aus mehrerlei Hinsicht nicht ganz unrelevant. Ich muss dringend mal in das aufgenommene Material angucken, ob das Viechel, auf dem wir hier gerade durch die Gegend ballern, wirklich Bifi ist, oder? Liebes Lieschen, wir müssen doch jetzt... Howdy. Ja, wir müssen doch jetzt langsam mal angekommen sein hier, oder? Is it me? Wo auf der Map befinden wir uns gerade? Oh, ist gar nicht so weit weg. Thieves Landing. Ja, tatsächlich da hinten. I know you. What an honesty. Die Stranger Requests, wie gesagt, werde ich alle machen. Und wenn sie lame sind, dann schneide ich sie einfach raus. Und werde das entsprechend auch ansagen. Aber beide klingen jetzt erstmal interessant genug. Ah ja, hier haben wir es ja. Der alte Schwindler-Blues. Excuse me. Excuse me, sir. You need help? Mister, you alive? Fuck, God damn it. Good heavens. Excuse me? I said, no, I'm not okay. Do I look like I'm okay? You look pretty good for a corpse. Praise be. Move up, mister. Time to get you to a doctor or an undertaker. Whichever you need once we get to town. St. Peter, open up them pearly gates. I'm coming home. Come on, mister. Come on. Hurry, sir. I'm bleeding like a badly butchered hog. You'll be fine. Just focus. You better take the reins. I don't think I'm strong enough. I'm finished. Done for. Just sit up straight, will you? To Armadillo! Godspeed! Gut genug für Anweisungen scheint sie mir zu gehen, ne? What is your name, friend? John Marston. Oh, good God! Out of the frying pan into the fire! Excuse me? How many outlaws can a man encounter in one day? You must have me mistaken with somebody else, friend. Good Lord! It's those scoundrels once again! I'm hit again! That's it! Sound the salute! Clear the way! It looks like you got them all. Now get me to a doctor! What the hell happened to you? Bandits! Hoodlums! The scoundrels robbed me blind and left me to die! I can see that. Once again, a victim of my own success. They seem a man in a well-cut suit if this happens. Do you know who they were? No idea. I'm not the kind of man who has enemies. You do now. I give so much, still they take. We live in an uncivilized and graceless world, friend. Our maker has a funny sense of humor sometimes. Still, at least I met you. Where are they all coming from? Auch noch mehr davon. Oh, ouch! I implore you to please stay on the road! Shut up and chill. It's beginning to really hurt. I knew you'd come. Is that Armadillo? Come on, hurry! Okay, ich muss auf der Straße bleiben. Weil es ihm sonst nicht gut geht. Yeah, I embrace you.
Christ's sakes, man, you're gonna be fine. We're nearly there. Me into your arms. Sowas Wehleidiges. This is it. You're gonna make it. Oh, where the devil are we? Armadillo. We made it safe, you'll be happy to know. Thank you, sir. Thank you. You're a gentleman and a true man of honor. Coming from you, I doubt that means much, but I appreciate the civility. I owe you, sir. And I always pay my debts. Jesus. But if I die, I'm sorry for it. If not, I'll be your man for... Let's get you fixed up first. Then we'll decide what you're my man for. Ich habe das Gefühl, er wird's überleben. Ah, ich wollte gerade sagen, wir hatten jetzt gar keine Aufgaben mehr hier, aber... Was ist das denn nun wieder? Ja, die Partner. Okay. Ach ja, richtig, das hatten wir ja schon mal gehört. New Austin, ja, also das ist de facto, Texas. Watch a Movie. Das war auch schon im ersten Teil? Crazy. Ich gedacht, das wäre erst im zweiten gewesen. Was quält oder schmerzt dich? Mein Rücken! 98% Morphium. Ich bin mit simultaner Übersetzung nicht der schnellste Untertitel, für die das interessiert. Okay. Düster. Okay, Bandwürmer und Cholera. Mit 99% Kokain. Das Gegenmittel. Und er furzt die Bandwürmer aus. Und wird zum Creep. Weiß nicht, welches... Okay. It's getting weirder. Was zum Fick bin ich sehend? Und die Abenteuer des lustigen Elixierschubsers gehen noch weiter. %99 Laudanum. Okay, definitiv die $2 wert.
Okay, da war jetzt die Moral. Das ist eine fucking PSA. Okay. Sehr schön. Ja, es ist quasi das Äquivalent bei GTA, also GTA 4 beispielsweise. Da konnte man, genau, zu Red Dead Redemption Zeiten war GTA 4 das aktuellste, ne? GTA 5 ist inzwischen auch schon so lange raus und auf so 30 Milliarden Plattformen portiert worden mit x 30 Millionen Remakes und Remasters und HD-Upgrades und was weiß ich. Aber ich glaube, zu Red Dead Redemption Zeiten müsste GTA 4 gerade das aktuelle gewesen sein. Jedenfalls kann man ja in der GTA-Serie dann auch immer irgendwie Fernsehen gucken. Das geht hier natürlich im Wilden Westen noch nicht, aber dafür kann man schön ins Lichtspielhaus, um sich da PSAs anzugucken. Warum nicht, frage ich Sie. So, wir haben die Qual der Wahl. Wir haben jetzt, wenn ich das richtig sehe, zwei Strangers Requests und können hier einmal bei Nigel, Mr. West Dickens und beim Marshall vorbeischauen. Das machen wir aber auf jeden Falle. Moment mal, halt mal. Ist gerade richtig gesehen? War hier American Appetites. Ah, hier geht's weiter. Derbe. Gut zu wissen. Kümmern wir uns aller Wahrscheinlichkeit nach beim nächsten Mal drum. Ich hoffe, das Ganze hier hat euch halbwegs Freude gemacht und funktioniert so halbwegs. Mir macht es auf jeden Fall eine Menge Gaudi. Ich glaube, ich habe mich jetzt dazu entschlossen, ich habe jetzt die ersten 3 Folgen mehr oder weniger am Stück aufgenommen. Alles heute. Draußen geht inzwischen wieder die Sonne auf. Lulz. Ich liebe Wochenende. Aber ich glaube, ich werde jetzt mal tatsächlich zusehen, dass ich diese Folgen hier möglichst schnell schnipple und möglichst schnell hochstelle, damit ich nicht dann wieder sozusagen schon 40 Folgen irgendwie aufgenommen habe und noch keine geschnitten. Dann könnt ihr jetzt tatsächlich, wenn das hier dann hoffentlich zeitnah released ist, mich einfach mal wissen lassen, ob das cool ist, ob ihr am Format irgendwas verändert haben wolltet, ob ich noch mehr Zwischengeplänkel rausschnippeln sollte, wie auch immer, oder ob ihr sagt, okay, ist so oder so nicht interessant, also fuck you. Dann kann ich diese Eingaben dann auch direkt mit aufnehmen und gegebenenfalls umsetzen, wenn es irgendwie halbwegs Sinn ergibt. Weil, also, zocken werde ich das jetzt auf jeden Fall. Das heißt, selbst wenn ihr nach der Folge hier jetzt sagt, boah, lass stecken, lass uns lieber wieder zurückgehen zu, was weiß ich, keine Ahnung, Mass Effect beispielsweise, dann, ja, muss ich sie einfach nicht weiter aufnehmen, aber zocken werde ich es auf jeden Fall. So, von der Warte her hänge ich das jetzt erstmal die ersten 2, 3 Folgen hier an Fahnenmast und gucke, ob es weht. Was ist nun geschehen? Okay. Weird. Mag es nicht so lange AFK in der Gegend rumzustehen, ich merke schon. Hallöchen. Gut, ich werde mir jetzt als letzte Amtshandlung nochmal ein Zimmer mieten und speichern wir nochmal ab. Und dann loopt das hoffentlich. Wollen wir uns gleich mal das hier mit diesem Zimmer mieten angucken. Wäre ich schon wieder angepöbelt? Hallo, Pöbelmann. Ach, er schon wieder. Ey, go fuck you, basically. Don't care. Krieg ich nur mal wieder Mecker. Muss mich hier nicht mit jedem Göppel irgendwie duellieren. The marshal's an idiot. That's this place's problem. Put me on the drunk side of the bar. Der Marshall ist ein Idiot. So schlimm kam er mir gar nicht vor, ehrlich gesagt. A man like you needs a woman like me. Da gibt es aus meiner Sicht bedeutend schlimmere Blindgänger hier. Ach, ich habe mir das Zimmer jetzt tatsächlich gekauft. Sweet. Open Container. Komm, Volcanic Ammo. Gib. Repeater Ammo? You can't have everything. Anywho. Change Outfits. Haben wir jetzt schon neue dazu bekommen? Ja, nur Gentleman's Attire. Anywho. Wir speichern das Spiel. Und ich nutze die Gelegenheit, mich ganz herzlich von euch zu verabschieden. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Freude gemacht. Und ja, dann sehen wir uns entweder bei der nächsten Folge rund um John Marstons Abenteuer oder vielleicht bei irgendeiner anderen Serie. Würde mich auf jeden Fall freuen. Bis dahin, lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und bis dann.